Beste GW-Klasse gibt es, soweit ich weiß, nicht. Gibt es irgendwelche Gründe, einen Psy statt einem Elle zu spielen? Ja, wenn man Psy lieber spielen will, ist Elementor. Weißt du, wie viel negativ kam ein Items Drop beim PK-Server? Soweit ich weiß, kann man keine Items droppen. Nur PK-Chips. Also, lasst mich nicht lügen. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Aber man kann, soweit ich weiß, nur noch PK-Chips droppen, keine Items mehr. Warum spiele ich mit dem Zitronenelementor anstatt mit dem Grindboy? Guck mal links neben meinem Minimap. Ich farm gerade das New Year Event 2024. Und wenn ich damit fertig bin, wechsle ich auf Grindboy. Und dann mache ich genau das gleiche nochmal. Also ich mache mit 15 Chars das New Year Event. Nicht wirklich einen mehr 9 zu holen. Bei meinem alten PC war es tatsächlich so, ich konnte nicht mal im Sommer Counter-Strike spielen. Da habe ich immer mit ein paar Leuten auf Steam 5-Stack Counter-Strike Matchmaking gespielt. Und spät abends, also wenn sich die Hitze des Tages angestaut hat und es dann, keine Ahnung, geregnet hat oder so richtig schwül geworden ist, so richtig feuchte 30 Grad im Zimmer, dann ist einfach immer meine, bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, irgendwas ist auf jeden Fall überhitzt, bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, Festplatte war es sogar, tatsächlich. Festplatte oder CPU, irgendwas ist auf jeden Fall überhitzt und dann ist immer der PC ausgegangen. Da musste ich 10 Minuten warten und dann konnte ich ihn wieder einschalten. Lag aber wirklich hauptsächlich an der schlechten Belüftung von dem Case. Es war ein Alienware Case, das quasi komplett geschlossen war, da kam quasi keine Luft rein. Also Design von einem 5-Jährigen wahrscheinlich entworfen. Und, also ich meine, die Lüfterung war wahrscheinlich auch einfach zu schlecht. Aber keine Ahnung, es war ein fertig gebauter PC, deswegen frage ich mich, wie das so schlecht sein konnte, ehrlich gesagt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, der PC war komplett useless, du konntest ihn einfach nicht benutzen. Und da musste ich mir einen neuen kaufen, weil so ging das einfach nicht weiter. So konnte ich halt legit nicht mal zocken. Also nicht nur keine Videos und so machen, ich konnte legit nicht mal spielen. Zumindest nicht im Sommer. Meine Frage, ich bin komplett neu und wollte mal wissen, was sich im Cash-Shop am meisten lohnt. Battle Pass, aber Belohnungen erst abholen, wenn du Level 80 bist. Da verbessern sich nämlich die Belohnungen. Und theoretisch ein CS-Pad und ein schnelles Fluggerät, wenn du noch keins hast jeweils. Und sonst eher weniger, tatsächlich. Theoretisch Party-Scrolls, wenn du alleine spielst, nur mit 2 Charaktern. Aber die sind ziemlich teuer. Ja. So ist es. Tatsächlich hat Magambo so viel gecasht, dass er exklusives Merchandise von Gala zugeschickt bekommen hat. Er wird dir vielleicht probieren zu erzählen, dass er das auf eBay gekauft hat, aber nee. Er hat tatsächlich so viel gecasht, dass sie sich verpflichtet haben, ihm was zuzuschicken. Ich glaube, es ist bei Mercedes oder Audi auch so, wenn du so 10 Audis oder Mercedes im Jahr kaufst, dann schicken die dir auch noch so ein besonderes Fanpaket zu. So, wir danken dir für deinen Support, so quasi. Und Magambo hat das gleiche von Gala bekommen, weil er so viel gecasht hat, dass sie sich einfach schuldig gefühlt haben, so. Dass jemand so viel Geld für das Spiel ausgibt. Daher stammt sein Merchandise. Und nirgendwoher sonst hat er das. Gab es andere MMORPGs, die du in der Vergangenheit viel gespielt hast? Nur eins eigentlich. Also ich habe viele mal angezockt, aber keins länger als ein halbes Jahr höchstens gespielt und dann auch nicht so intensiv. Das Einzige, was ich mal extrem intensiv gespielt habe, war Kabal Online. Auch ein sehr grindlastiges Game, hat aber schon damals viel mehr Fokus auf Dungeons gehabt. Bei Flav kamen die Dungeons erst später. Kabal hatte immer schon dieses Dungeon-System. Aber einfach 5 Millionen Monster gepult und er geht einfach nicht weg. Was für ein Game. Die normalen Monster rennen immer instant sofort weg.
Und der Violet bleibt dir 8 Minuten am Arsch kleben. Arschminuten am Arsch kleben. Auch nicht schlecht. Na gut, aber beim Ringmaster ist zum Glück nicht so schlimm. Ein paar Mal healen, dann ist wieder drin. Ist für Fly of Universe schon eine Art Roadmap für 2024? Nein. Die Developer, die kommunizieren nicht mit uns. Nicht in dieser Art. Zumindest. Es gab keine Roadmap mehr, seit sie eine Roadmap gemacht haben, in der ein Datum oder ein Zeitraum festgelegt war. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Herbst-Update hieß das. Herbst-Update 2022. Herbst ist ja der Zeitraum September bis Dezember. Das Update kam im März, also im Frühling. Also später Winter bis eigentlich Frühjahr schon. Also effektiv so 3 Monate später. Und seit diesem Debakel machen sie keine Roadmaps mehr. Wahrscheinlich aus Schande davor, weil man es damals so heftig verkackt hat. Und sie dafür halt übelst geroastet wurden. Für falsche Versprechungen und so. Und seitdem gibt es keine Roadmaps mehr. Man könnte zwar auch einfach Roadmaps ohne Datum machen, aber ich denke, das Thema Roadmap ist vom Tisch. Wie lange schätzt du, braucht man, um Level 90 zu kommen, wenn man pro Tag nur knapp 2 Stunden spielen kann? Naja, ich meine, es kommt darauf an, wie effektiv du die 2 Stunden nutzt. Wenn man davon ausgeht, dass du sie so effizient und effektiv wie möglich nutzt und du weißt, was du tust ungefähr und du auch noch eine vorteilhafte Klasse spielst, also eine, die im Early Game schnell levelt, zum Beispiel Hit and Run Ranger oder Hit and Run Elementor, dann würde ich schätzen, so 2 Monate, 2 bis 2,5 Monate. Also so 150 Stunden hätte ich gesagt. 100 bis 150 Stunden. Meinst du bei Blade? Beim Mercenary? Wenn ja, Mercenary spielt man normalerweise mit Schwert. Und auf 60 wechselt man dann auf Axt in der Main Hand. Aber erstmal Schwert. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Flies nur Loser spielen? Jetzt ja. Jetzt ja. Naja, ich meine, es reimt sich ja nicht umsonst. TUI-User und Loser. Es reimt sich ja nicht umsonst, ne? Jeder Loser ist ein TUI-User. War schon immer so.